Naja, also das ist bei Betrachtung der tatsächlichen Verhältnisse so nicht aufrechtzuerhalten. Also es gab einzelne Fälle, aber wirklich nur einzelne Fälle, wo auch diese Berichterstattung aus der Familie erfolgte und wo Familienangehörige untereinander mit dem MFS aus verschiedenen Seiten in Verbindung gekommen sind. Wir hatten am Ende der DDR etwa 200.000 inoffizielle Mitarbeiter. Aber die waren natürlich nicht gleichmäßig verteilt auf die DDR-Bevölkerung. Es gab Großbetriebe, die Textilindustrie und zum Beispiel, ja, die keine größere sicherheitspolitische Bedeutung hatten. Da war mitunter nicht ein einzelner inoffizieller Mitarbeiter vorhanden. Ne? Und dagegen war eben die entscheidende Menschenrechtsgruppe, die Initiative für Frieden und Menschenrechte nannte sich, die war 15 Leute stark, ja, und davon waren zeitweise 8 inoffizielle Mitarbeiter. Also es ist erstmal von der Seite schon nicht so, dass erstmal jeder DDR-Bürger ausnahmslos überwacht wurde, sondern es gab schon Gründe dafür. Und dann war es noch so, dass von den 200.000 inoffiziellen Mitarbeitern, ich glaube, also 90% vielleicht, sogenannte 90% inoffizielle Mitarbeiter für Sicherheit nannten, die sich IMS waren, die keinerlei persönliche Voraussetzungen hatten, in das Vertrauen von feindlich Gesinnten oder der DDR ablehnend gegenüberstehenden Personen einzudringen, weil sie selbst als loyale, gute DDR-Bürger bekannt waren und die eigentlich ihre Tätigkeit in der DDR für das MFS aus dem einzigen Grund hatten, um bestimmte neuralgische Punkte für die Sicherheit abzudecken. Also die praktisch dafür gesorgt haben, dass also bestimmte gefährdete Punkte in Betrieben, in Einrichtungen nicht feindlich missbraucht werden konnten. Also zum Beispiel in den Stellen für Geheimnisschutz oder so. Aber auch, ich will mal ein anderes Beispiel nennen, um das mal deutlich zu machen. Ich war gerade mal eine Woche Mitarbeiter des MFS in der Kreisdienststelle als Azubi, als Volontär ohne eigene Aufgabe und Verantwortung. Da hat man mir ein Bündel Papier, einen Wäschekorb Papier auf den Tisch gelegt und hat gesagt, du bist Oberschüler, du musst das können, mache mal daraus einen vernünftigen Sachstandsbericht. Worum ging es? Der zweitgrößte Betrieb im Kreis war die Baumwollspinnerei Adorf. 1000 oder wie beschäftigt, ich will es jetzt nicht bestreiten. Und dort hatte ein Elektriker, als er gerufen wurde, dass sich irgendein Schalter in einen Lüftungsschacht nicht schalten ließ, den geöffnet und festgestellt, in diesen Schalter war ein Metallbolzen eingebracht worden, der dort nicht hingehörte, der nur den Sinn haben konnte, dass dort beim Einschalten ein Lichtbogen entsteht und also praktisch ein Funk oder elektrolytischer Blitz entsteht. Ja, das ist ja normalerweise nicht das schlimm. Schlimm ist aber, dass es an so einem Entlüftungsschacht war. Und in dieser Baumwollspinnerei, die war 100 Jahre alt, sind in den 100 Jahren die Entlüftungsschächte nie gereinigt worden. Dort war also eine Schicht von Baumwollfasern, Zentimeter dick an den Wänden. Also ein kleiner Funke hätte dort genügt und innerhalb von Minuten wäre die gesamte Baumwollspinnerei abgebrannt. Also das heißt,
ich will mal sagen, solche neuralgische Punkte, also sicher hat man dann diesen Elektriker oder andere dann angeworben als inoffizieller Mitarbeiter für Sicherheit, der da immer so regelmäßig kontrolliert, dass da also nicht passiert. Man hat auch mehr gemacht. Man hat zum Beispiel die ganzen Lüftungsschächte gereinigt und hat dann auch kontrolliert, dass das auch wirklich passiert ist, dass da diese Gefahr reduziert wird. Also ich will mal solche Sachen, oder wir hatten Fälle gehabt, SPD-Ostbüro war bekannt dafür, die haben dann hochmoderne Maschinen mit Spezialöl, haben das Spezialöl mit Sand und verunreinigt, damit also praktisch die Maschinen ausfallen. Also dass die Leute dort aufgepasst haben, dass also das alles, dass sowas nicht passieren kann, dass also auch beim Einlassdienst zum Beispiel im Fernsehen, Funk, der ja wirklich kontrolliert wird, dass niemand in die Lage kommt, dann vielleicht mal mit der Pistole sich neben den Ansager zu stellen und dort irgendwelche Botschaften zu verkünden. Also solche Punkte, wo es um die Sicherheit ging, also einfach aufzupassen, Massenwachsamkeit haben wir das genannt, zu entwickeln. Das war also das Hauptfeld der Masse der inoffiziellen Mitarbeiter, nicht die Aushorchen, Bespitzelung jedes Nachbarn und jedes Bekannten. Also wenn wir unsere inoffiziellen Mitarbeiter gezielt auf bestimmte Personen, zu bestimmten Personen eingesetzt haben, dann gab es dann einen bestimmten Verdacht, der sich oft auch nicht bestätigt hat. Aber es wurde dann versucht, diesen Verdacht zu klären. Und in vielen Fällen hat er sich dann auch so geklärt, dass er sich wieder entkräftet hat. Also ja, natürlich erscheint das jetzt so, als wäre das MFS als Spitzelorganisation gegen die gesamte Bevölkerung tätig gewesen, aber das ist in der Praxis nicht zu bewegen. Auch selbst wenn man die Größe von 200.000 inoffiziellen Mitarbeitern nimmt, ist es auch nicht möglich, dass jeder DDR-Bürger überwacht werden konnte. Selbst wenn alle diese Aufgabe hätten und die wenigsten hatten so eine Aufgabe, wäre das überhaupt nicht machbar gewesen. Und das ist natürlich, was ich noch dazu unbedingt sagen muss, heute ganz anders. Wir haben ganz andere Verhältnisse. Unter heutigen Bedingungen muss man eine solche Überwachung mit inoffiziellen Mitarbeitern überhaupt nicht organisieren. Die Leute geben das Intimste selbst preis und die entsprechenden Geheimdienstmitarbeiter können vom Schreibtisch aus sich das verfolgen, was da möglich ist. Also die digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt, sind eigentlich die Möglichkeiten einer totalen Überwachung. Also das, was man uns unterstellt, das ist heute technisch möglich. Inwieweit es gemacht wird, ist sicher dann noch die zweite Frage. Aber wer das Buch von Edward Snowden gelesen hat, dass die CIA also 3 Milliarden Telefonanschlüsse im Grunde nicht alle, jetzt sind sie gar nicht in der Lage, das alles auszuwerten, aber gespeichert hat irgendwie, um bei Bedarf dann darauf zurückzugreifen und dann nachzusehen. Also das sind schon Größenordnungen, da ist das MFS dagegen, ich will schon sagen. 3 Milliarden? Ja. Das sind Dinge, also auch von den technischen Möglichkeiten her ist das weit entfernt von dem, was das MFS überhaupt konnte.